Berlin und Zürich, räumlich getrennt durch eine Distanz von 863 Kilometer, haben doch beide Regionen gegenseitig von Ideen und Geistesblitzen der jeweils anderen profitiert. Nicht nur ein Berliner Erfinder von Automatenrestaurants expandierte schnell, unter anderem nach Zürich. Dank wachsendem Luftverkehr und verlässlicher Bahnverbindungen entstand auch in Kunst, Mäzenatentum und Wissenschaft ein reger Im- und Export. Das Dadaistische Manifest und der Almanach der Bewegung entstanden zwar in Berlin, aber der Ausgangspunkt des Dadaismus lag im Cabaret Voltaire in der Zürcher Spiegelgasse, das übrigens nicht weit entfernt von der Wohnung eines gewissen Wladimir Iljitsch Lenin gelegen war, der seinerseits 1916 und 1917 hier wohnte und sich angeblich über die lärmenden Dadaisten beschwerte. Dass dieser von Zürich über Berlin nach Russland aufbrach, ist dann allerdings eine andere Geschichte. Dada markiert nur eine von vielen Geschichten in der Beziehung zwischen dem Spree-Athen Berlin und dem Limmat Athen Zürich. Der Kunstsammler und Wagner-Mäzen Otto Wesendonck ließ sich 1855 eine renaissancehaft idealisierte Villa in Zürich errichten und zog nach einer Zwischenstation in Dresden mit seiner Frau Mathilde nach Berlin. Doch die Verbindungen zwischen Berlin und Zürich reichen seit jeher über die Kunst hinaus. So ist es sicher kein Zufall, dass einer der bedeutendsten Schweizer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, Gottfried Keller, für 5 Jahre 1850 bis 1855 in Berlin lebte. Keller kehrte 1855 direkt nach Zürich zurück, wo er 1861 zum Staatsschreiber, zum, wie man vielleicht sagen könnte, Generalsekretär der Zürcher Regierung aufsteigen sollte. Den umgekehrten Weg hatte mehr als ein Jahrzehnt zuvor Theodor Mommsen, der Mitbegründer der modernen Altertumswissenschaft, genommen, der, aus Leipzig kommend, 1852 bis 1854 an der Universität Zürich lehrte und über Breslau 1856 nach Berlin gelangte. Und James Joyce zitiert in Ulysses die Berliner Bleibtreustraße, vermutlich nur, weil er dem aus Berlin stammenden Autor Karl Bleibtreu, Naturalist und Polemiker, an ihrem gemeinsamen Wohnort Zürich begegnet war. Gerade unsere Universitäten verbindet aber weit stärker als die Vergangenheit eine Zukunftsperspektive. In die europäische Zukunft wirken sollte nämlich Winston Churchill 1946, als er in der Aula der Universität Zürich den berühmten Aufruf formulierte: Let Europe arise. Die Gründung der FU Berlin im Jahr 1948 wirkt ein Stück weit wie die Umsetzung dieses Appells. Dazu passt auch die Ausrichtung der FU Berlin auf, um es in Churchills Worten auszudrücken, the culture, the arts, philosophy and science both of ancient and modern time. Gerade deswegen ist die FU Berlin zum Leuchtturm für eine freiheitliche Gesellschaft geworden. Und gerade hierin sieht sich die Universität Zürich der Freien Universität Berlin besonders verbunden. In diesem Sinne sagen wir herzlichen Glückwunsch.